Hallo, ich melde mich hier aus Florida in den USA. Mein Name ist Roland Konrad und ich bin reisender Unterwasserfotograf. Momentan bin ich in dem kleinen Städtchen Crystal River. Hierhin bin ich gereist, um ganz besondere Tiere zu fotografieren. Seekühe oder genauer gesagt Manatees. So heißen sie im atlantischen und karibischen Bereich. Jeden Winter ziehen diese seegrasfressenden Meeressäuger hier an die Frischwasserquellen, um den kalten Temperaturen des Golfes von Mexiko zu entkommen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen sind zu Recht sehr streng und, auch das muss man zugeben, machen uns Fotografen das Leben recht schwer. Absolutes Blitzverbot, kein Gerätetauchen, nicht einmal Freitauchen wird geduldet. Die Schnorchelspitze muss immer aus dem Wasser schauen. Blei ist tabu, das Anfassen, Verfolgen oder Bedrängen der friedlichen Vollzeit-Vegetarier selbstverständlich auch. Durch das Blitzverbot habe ich ein relativ kleines Setup mit mir. Keine Blitzarme, keine Blitze, keine Kabel. Allerdings einen möglichst großen Dompot und einen Weitwinkel mit möglichst großem Blickwinkel mit kurzer Naheinstellungsgrenze. Ich arbeite hier mit einem 8 bis 15 mm Fisheye-Objektiv und einem 1,7 Telekonverter für die kürzere Nahdistanz hinter einem 9,5 Zoll Superdome. Das war's schon. Wenn du mit einer System- oder Kompaktkamera unterwegs bist, dann kann eine Weitwinkel-Vorsatzlinse eine Überlegung wert sein. Solange sie deine Naheinstellgrenze nicht vergrößert, ist alles gut. Normalerweise verfechte ich unter Wasser immer die manuelle Belichtung. Nicht aber in diesem Fall. So nah am normalen Tageslicht leistet die Teilautomatik der Kamera auch einen sehr guten Job. Mehr noch, bei sich so schnell ändernden Lichtverhältnissen ist sie mir sogar weit überlegen. Also, was brauche ich? Um Verwackler zu vermeiden, sollte meine Belichtungszeit ein 90stel Sekunde nicht unterschreiten. Bei den sich behäbig bewegenden Manatees reicht das. Also Zeitpriorität oder Blendenautomatik auf eine 90stel. ISO auf 360 oder 400. Den Rest macht die Kamera. Aber Vorsicht mit der Schärfentiefe und den Randunschärfen. Richtig, wenn das Licht knapp wird, weil die Sonne sich hinter den Wolken versteckt oder das Wasser zu trübe wird, musst du deine Strategie ändern. Sonst reißt dir die Kameraautomatik die Blende gerne mal so richtig weit auf. Die Lösung? Zurück in den von mir ach so geliebten manuellen Modus M. Verschlusszeit eine 90stel, Blende auf das stellen, was deine Objektiv-Port-Kombination für eine scharfe Darstellung braucht. Und dann die ISO auf Auto. Zugegeben, das mache ich sonst nie. Die Angst vor dem berüchtigten ISO-Rauschen ist mir dann doch zu groß. Aber in der Not frisst der Teufel nur einmal Fliegen. Wie immer musst du als Unterwasserfotograf mit dem umgehen, was du vorfindest. Hier also sehr veränderliche Sichtweiten, die Vorschrift, nur an der Oberfläche zu bleiben und das ausschließliche Arbeiten mit Umgebungslicht. In unserem Fall heißt das, Sonnenstand und Wassertiefe bestimmen das Bild. Für Farben und Details sollte das Motiv möglichst nah an der Oberfläche sein und die von der Sonne angestrahlte Seite zur Kamera zeigen. Für Konturen und Silhouetten nimmt man ein möglichst freigestelltes Objekt entgegen der Sonnenstrahlung auf. Mit der Sonne im Rücken lassen sich also auch bei trüber Sicht Farben darstellen oder zumindest im Post-Processing herausarbeiten. Quer oder entgegen der Lichtrichtung bietet sich eine Schwarz-Weiß-Aufnahme an. Für die meisten Fotos achte ich also darauf, die Sonne im Rücken zu haben. Ich versuche, mich dem Manatees nur von der Sonnenseite aus zu nähern. Jetzt muss das Tier nur noch so freundlich sein, sich mit dem Gesicht zur Kamera zu nähern und nicht mit der gewaltigen Schwanzflosse. Womit wir bei der Bildgestaltung angekommen sind. Wie schaffst du es, eine Aufnahme zu kreieren, die mehr ist als nur die Dokumentation, dass du ein Manatee gesehen hast? Wenn ich schon an der Oberfläche bleiben muss, dann nutze ich sie gleich als mein Hauptgestaltungselement. Die Spiegelung meines Motivs bietet mir eine hervorragende Spielmöglichkeit. Besonders ansprechend wirkt es, wenn die Reflexion nah am Motiv ist, diese teilweise sogar berührt. Dabei ist es mir nicht einmal wichtig, ob die Spiegelung möglichst vollständig ist. Die Position innerhalb des Bildes ist weitaus entscheidender.
Sie sollte die Blickführung unterstützen. Ergibt das Motiv und Spiegelung eine harmonische optische Einheit oder wirkt das Spiegelbild losgelöst von der restlichen Szenerie? Komposition geht auch hier vor Beschnitt. Wenn man an der Oberfläche ist, dann bietet es sich an, Halb-Halb-Aufnahmen zu machen. Doch leider macht mir hier das trübe Wasser einen Strich durch die Rechnung. Der Helligkeitsunterschied zwischen Luft und Wasser ist so groß, dass ich einen Unterwasserblitz bräuchte, um zu einer einigermaßen brauchbaren Belichtung zu kommen. Doch wie gesagt, keine Blitze. Das würde die Tiere belästigen. Die vielen Trübstoffe im Wasser machen nämlich nicht nur Ärger. Nein, sie führen auch zu einem sehr interessanten Phänomen. Lichtstrahlen werden sichtbar. Gut, besser würde man von Lichtbündeln sprechen, aber sei es drum. Probier doch einmal Folgendes aus. Guck mit der Sonne genau im Rücken in einem Winkel zwischen 45 und 90 Grad ins Wasser. Es sieht so aus, als würden sich die Lichtstrahlen innerhalb einer relativ kurzen Distanz genau vor dir im Wasser kreuzen. Wenn du dein Motiv genau vor diesem Kreuzungspunkt platzierst, hast du eine relativ schöne, blickführende Linie im Blick. Aber vorsichtig! Die Gefahr ist groß, mit dem eigenen Schatten auf dem Motiv die Aufnahme zu ruinieren. Etwas unterhalb des Motivs tauchen und aufwärts zu fotografieren wäre eine Lösung. Ist aber in Crystal River leider verboten. Also was tun? Ich habe mich leicht seitlich positioniert und da meine Aufnahme gemacht. Mein Motiv befindet sich dann nicht mehr zentriert im Kreuzungspunkt der Lichtstrahlen. Macht aber nichts. Der dient mir dann als zweites Gestaltelement. Richtig positioniert verspricht dies durchaus etwas mehr Spannung im Bild. Du siehst also, es gibt viele Möglichkeiten, auch wenn die Rahmenbedingungen einmal schwierig und die Sichtweiten nicht so wie erwartet sind. Natürlich erfordern die Aufnahmen, die ich unter diesen Umständen gemacht habe, noch einiges an Nachbearbeitung. Wie dies geht, das zeige ich dir im nächsten Video. Bis dahin kannst du ja unseren YouTube-Kanal abonnieren und dich auf unserer Seite www.panoceanphoto.com umschauen. Dort findest du jede Menge Informationen über ambitionierte und professionelle Unterwasserfotografie.